gebetet hat für etwas, aber Gott hat das überhaupt nicht so beantwortet oder gar nicht geantwortet? This is not something that is unusual to you. Das ist also für euch nichts Ungewöhnliches. Because Paul the Apostle faced the same problem. Denn dem Apostel Paulus ging es genauso. And we'll read what happened to him in Acts, the 28th chapter. Und wir werden jetzt mal in der Apostelgeschichte im Kapitel 28 nachlesen, was denn damals der Fall war bei Paulus. And we will begin to read verse number 1 of chapter 28. In der Apostelgeschichte, Kapitel 28, fangen wir mit dem ersten Vers an. And we will read verse number 1 through verse number 6. Verse 1 bis 6. Zunächst stellten wir fest, dass es wirklich alle an Land geschafft hatten. Dann erfuhren wir, dass die Insel, auf der wir gestrandet waren, Malta hieß. Die dort lebenden Einheimischen waren außerordentlich freundlich zu uns. Der Tag war regnerisch und kalt und wir waren bis auf die Knochen durchnässt und durchgefroren. Darum entfachten sie ein großes Feuer, an dem wir uns wärmen konnten. Paulus wollte nachlegen und packte ein großes Bündel Reisig. Als er es aufs Feuer werfen wollte, schoss eine Giftschlange, die durch die Hitze aufgeschreckt worden war, daraus hervor und verbiss sich in seine Hand. Als die Einheimischen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander: Dieser Mann muss ein Mörder sein, den die Rachegöttin jetzt doch noch bestraft hat, nachdem er dem Meer entkommen ist. Paulus aber schüttelte die Schlange ab, direkt ins Feuer. Ihn schien das Geschehene überhaupt nicht zu beunruhigen, während die anderen darauf warteten, dass seine Hand anschwellen und er tot umfallen würde. Als die kritische Zeit längst vorüber war und nichts von alledem geschehen war, änderten sie ihre Meinung und sagten: Das muss ein Gott sein. Just a word of explanation. Ich will nur was dazu erklären. The viper, the snake that Paul is talking about. Diese Schlange, von der Paulus hier spricht, We have been in Egypt for 33 years. meine Frau und ich sind schon seit 33 Jahren in Ägypten. And we have seen these vipers many, many, many times. Und wir haben diese Vipern, diese Schlangen schon sehr oft gesehen. And it is the most deadly viper in the Sahara Desert. Es ist die tödlichste Schlange, die es überhaupt in der Sahara gibt. But those of you who have shoestrings, look down at your shoestrings. Aber schaut euch doch mal eure Schnürsenkel an, wenn ihr solche Schuhe gerade tragt. The viper is the size of a shoestring. So eine Viper hat die Länge eines Schnürsenkels. Very, very small, Ganz klein, ganz kurz, but deadly. aber sehr tödlich. And what the viper does is he tries to wrap around your foot or your hand. Diese Vipern schlängeln sich um den Fuß herum or around your head, did you say? Your hand. Oder um die Hand herum, so klein wie sie sind. And the head is very, very small. Und der Kopf dieser Viper ist klein in der Regel. And the teeth are very small. Und auch die Zähne, die sie hat, sind sehr klein. And so the head will go up and down, up and down, up and down until it finds a vein or an artery. Und so bewegt sich dieser Vipernkopf dann rauf, runter an der Hand, bis der Kopf mit seinen Zähnen eine Vene gefunden hat, in die er sich hineinbeißen kann. And when he does, he then clamps down Und wenn das dann gefunden ist, dann greift die Viper zu and releases the poison. und setzt ihr Gift frei. Now, if you wear boots, the teeth will not go through leather boots. Wer Stiefel trägt, ist da geschützt. But just regular shoes, then yes, they will. Aber bei normalen Schulen, da kommt sie durch und setzt das Gift frei. So when we go to minister in the desert, I always wear boots. I always wear leather gloves. Wenn meine Frau oder ich also einen Dienst in der Sahara zu tun haben, dann tragen wir Stiefel und ich habe immer Lederhandschuhe an, To guard against these vipers. um uns gegen diese Vipern zu schützen. Okay, that being said, we'll get back to that later. Jetzt kommen wir nochmal zurück in diese Geschichte. Now, the first time Paul the Apostle was told by God that he was going to Rome was 27 years before this. Es war 27 Jahre bevor dieses geschah, dass Paulus von Gott gesagt wurde, dass er irgendwann auf dem Weg nach Rom sein würde. Many times in the letters of Paul, he made mention of the fact that he was going to Rome. In seinen Briefen erwähnt Paulus immer wieder, dass er irgendwann nach Rom gehen werde. He wrote
when I go to Spain, then I will stop by Rome to see you. Wie zum Beispiel hat er geschrieben, wenn ich dann auf dem Weg nach Spanien bin, werde ich auf jeden Fall in Rom Zwischenstation machen. When I go to Ephesus, I will stop at Rome to visit you. Und wenn ich nach Ephesus gehe, werde ich in jedem Fall in Rom Zwischenstopp machen. And so over and over again, he had the impression that I will be in Rome. Deswegen hatte Paulus immer wieder den Eindruck, ich werde irgendwann in Rom sein. From 27 years to 18 years, there were numerous times that he felt that impression. Zwischen 18 und 27 Jahren in der Zeit hatte er immer wieder den Eindruck, ich werde nach Rom gehen. Now, at this time, Jerusalem was not the center of the earth. Zu dem Zeitpunkt war Jerusalem keinesfalls das Zentrum des Universums. Rome was the center. Das Zentrum des Weltgeschehens war Rom. The world revolved around the activities of Rome. Die ganze Welt bewegte sich rund um das herum, was in Rom passierte. And every minister of the gospel, every evangelist wanted to minister in Rome. Und jeder Prediger des Evangeliums wollte in Rom seinen Dienst tun. And the Lord had promised him that you will be there. Und der Herr hatte ja dem Paulus versprochen, auch du wirst nach Rom gehen. But year after year, the promise did not come true. Und so ging ein Jahr nach dem anderen vorbei, aber diese Verheißung schien sich nicht zu bewahrheiten. Every time he would receive this inspiration from the Lord, then he would be excited about it. Jedes Mal, wenn er von Gott diese Verheißung erhielt, du wirst nach Rom gehen, war er ganz begeistert von dem Gedanken. I'm sure he could imagine speaking in the arenas. Er sah sich möglicherweise schon als Prediger in einer dieser großen Arenen in Rom. The same arenas where they had chariot races and gladiator games. Das waren diese Arenen, in denen die Gladiator zum Beispiel ihre Kämpfe austrugen. Then he would be preaching the gospel Und of er Jesus sah Christ. sich dort das Evangelium von Jesus Christus predigen. And speaking perhaps even to Caesar himself. Er sah sich vielleicht sogar, dass er vor dem Kaiser, vor dem Cäsar, predigen würde. In fact, the angel of the Lord that appeared to him even told him that he would be speaking in the household of Caesar. Da war sogar ein Engel des Herrn, der zu ihm sprach, der ihm eine Verheißung gab. Du, Paulus, wirst eines Tages im Hause des Cäsars sprechen. So throughout his ministry, he was looking with anxious anticipation to this fulfillment. Mit anderen Worten, den ganzen Zeit seines Dienstes wartete er auf diesen Moment, wo er diesen Dienst in Rom tun könnte. He went to Jerusalem, Und so ging Paulus nach Jerusalem. and there he was arrested. Und da wurde er gefangen genommen. But he still had not been to Rome. Und er war immer noch nicht in Rom gewesen. Even though the Lord had promised him more than 20 years before, Obwohl ihm der Herr schon mehr als 20 Jahre zuvor verheißen hatte, du wirst nach Rom gehen. it had not happened. War nicht zustande gekommen. From Jerusalem, he was transferred to Caesarea Maritima Von Jerusalem wurde er dann nach Caesarea an der Küste gebracht. in chains. Und das Ganze in Fesseln. Still no opportunity to go to Rome. Für Paulus immer noch keine Gelegenheit, doch nach Rom zu gehen. Finally, he appealed before the Roman governor. Letztlich aber wandte sich Paulus an den römischen Gouverneur in der Gegend mit seinem Anliegen. And Paul, as a Roman citizen, had the right to appeal to Caesar. Und als römischer Bürger war Paulus durchaus berechtigt, sich an diesen römischen Gouverneur zu wenden. So he appealed his case to Caesar. Now, Paul was going to Rome. Er machte also seinen Fall klar, wandte sich mit seiner Klage an Cäsar und bestand darauf, dass er nach Rom gehen dürfe. But it was not what he anticipated. Aber das war dann alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. He was not going as a triumphant evangelist. Sah nicht so aus, dass er wie ein triumphierender, erfolgreicher Evangelist in Rom einziehen würde. He was not going to Rome as a guest of the Church of Rome. Er würde auch nicht dort empfangen werden als Gast der bestehenden Gemeinde in Rom. There were no council of elders or bishops who invited him. Da waren keine Bischöfe vor Ort oder keine Ältesten, ein Ältestenrat, die ihn dort groß willkommen heißen würden. Paul was finally going to Rome, Aber Paulus war auf dem Weg nach Rom, but not as he anticipated. aber nicht so, wie er sich das zuvor vorgestellt hatte. He was now going in chains
as a prisoner of the Roman government. Er war ein Gefangener in Fesseln, ein Gefangener der römischen Regierung. And Paul was going as a slave. Er traf in Rom ein als Sklave. The military ships had 3 rows of people that made the ship run with oars. Auf den Militärschiffen zur damaligen Zeit gab es 3 verschiedene Ebenen, auf denen die Sklaven die Ruder bewegten. The first layer, they worked in 8-hour shifts. Auf der ersten Ebene arbeitete man in 8-stündigen Schichten. These were called oarsmen. Das waren dann die Ruderer. They were prisoners, but they were of minor cases. Die waren ebenfalls Gefangene, aber der niedrigsten Stufe. And they worked in 8-hour shifts. Und die arbeiten 8 Stunden lang. For 8 hours, they would row the ship. Also rudern über 8 Stunden. Sehr anstrengend. No chains. Keine Fesseln. And then for 8 hours, they could move about however they wanted to on the ship. Und nach den 8 Stunden waren sie frei und konnten sich auf dem Schiff bewegen, wie sie wollten. The second level were called galley slaves. Die zweite Ebene, das waren dann die Galerie oder die Galley-Sklaven, so wurden sie genannt. The galley slave worked for 18 hours. Diese Sklaven arbeiteten 18 Stunden lang. And while they worked, they were chained. Und bei ihrer Arbeit trugen sie Fesseln. But after 18 hours, the chains were removed, and then they had freedom for the next few hours before their shift began. Nach den 18 Stunden ihrer harten Arbeit hatten sie dann 6 Stunden Zeit, um sich so zu bewegen auf dem Schiff, wie sie es wollten. And they could go eat, they could sleep, whatever they wanted to during that time. Sie konnten essen, schlafen, wie auch immer. Sie hatten 6 Stunden Zeit für sich. On the bottom level, Dann kam die unterste Stufe. these were called bond servants. Das waren die geknechteten Sklaven. They were chained 24 hours a day. Die waren 24 Stunden am Tag in Fesseln. They never left their seat. Und die haben ihren Platz auf dem Schiff auch nie verlassen dürfen. There they stayed for the remainder of the time that they were on the ship. Und da blieben sie für die ganze Zeit, die sie auf dem Schiff waren, gefesselt. They slept there, they worked there, they were there for 24 hours a day. An dem Platz, an dem sie gefesselt waren, da haben sie geschlafen, da haben sie gegessen, da haben sie gearbeitet. And all of the filth from the top 2 layers would come down upon them. Und der ganze Dreck, der von den anderen beiden Schichten runterkam vom Schiff, der blieb dann bei ihnen unten. This is where Paul was placed. Und an der Stelle, ganz unten, als dieser Sklave, war Paulus gefesselt, 24 Stunden am Tag. As he had mentioned a couple of times, he was the bond servant of Wie er Christ. selber mehrmals von sich sagte, er war der geknechtete Sklave Christi. The greatest evangelist for Christ who had ever lived to that point. Und das war zu dem Zeitpunkt der größte Evangelist, der zur damaligen Zeit überhaupt lebte. And perhaps for all time, Vielleicht sogar der größte Evangelist aller Zeiten. was treated the lowest of human beings. Er wurde behandelt wie der allerniedrigste auf dem Schiff. But he was going to Rome as God had promised. Trotzdem war Paulus nun auf dem Weg nach Rom, so wie Gott es ihm verheißen hatte. But certainly not the way he wanted to. Aber sicherlich nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Paul had warned the military director of the ship not to leave. Paul had asked the director Yes. that Paul himself should not leave. That the ship should not leave. Paulus hatte den Kapitän gebeten, dass das Schiff nicht die Anker loslassen sollte, also nicht losfahren sollte. He said, I feel from the Lord that there will be hurt. There will be damage to the ship. Er erklärte dem Kapitän, ich habe den Eindruck, dass wenn wir jetzt lossegeln, wird das Schiff großen Schaden nehmen. And we don't know what is going to happen, Und wir wissen nicht, was dann passiert. Aber diesen Eindruck habe ich. but it will not be good. Wenn wir lossegeln, kommt es zu Problemen. But the owner of the ship and the owner of the cargo says, no, go. Aber der Schiffseigner sagte, nein, wir segeln in jedem Fall.
So they did. Und so war das dann auch. And en route, they were hit by a storm. Und es dauerte auch nicht lange, da traf dann ein Sturm auf das Schiff. You'll see this storm listed in the 27th chapter at verse number 14. Über diesen Sturm lesen wir dann auch in der Apostelgeschichte 27. And the name of this storm is called a Euroclyton. Da gab es da im Vers 14 ist die Rede von einem Sturm mit dem griechischen Namen Eurokleitos. And the Greek meaning means northern fury. Und auf Deutsch würde das heißen sowas wie eine nördliche Furie, ein Nordostwind oder auch ein Hurakan. Now this type of storm hits the Mediterranean region one time every 530 years. Es ist nur etwa alle 530 Jahre, dass ein solcher Sturm auf die Mittelmeerküsten trifft. So this type of storm had not been in the Mediterranean for more than 500 years before this time. Das heißt, über mehr als 500 Jahre hat es diesen Sturm an einer Mittelmeerküste gar nicht gegeben. So there was no record of the last time it happened. Es gab keinerlei Aufzeichnungen über solche Stürme an der Mittelmeerküste. This is a type of storm that no one could comprehend, no one had ever seen it, no one had ever heard of it. Ein Sturm, von dem niemand was wusste, von dem niemand gehört hatte, von dem es keine Aufzeichnungen gab. But now in November of the year 59, Aber jetzt, in diesem November, im Jahr 59, traf dieser Sturm auf. this storm hit. Er traf auf. Now, a tornado, its wind velocity goes counterclockwise. Beim Tornado geht dieser Wind in der Regel entgegen den Uhrzeigersinn. A hurricane spins clockwise, Aber bei einem Hurrikan geht es im Uhrzeigersinn. but a Euroclyton is different than both. Aber so ein Eurokleitos, der ist nochmal ganz anders. It spins this way. Es geht nicht so rum oder so rum, sondern so bewegt sich der Sturm. And it has its origin on the southern slopes of the Alps here in Austria and Germany. Das beginnt an der Südseite der Alpen auf der deutschen Seite. And then as it moves south, it increases its wind velocity. Und indem es dann weiter südlich geht, nimmt der Sturm an Gewalt zu. By the time it meets the water in the Adriatic Sea or in the Mediterranean, the wind velocity is about 100 kilometers per hour. Zu dem Zeitpunkt, als dann der Wind auf das Wasser trifft, ist der Wind ungefähr 100 Kilometer pro Stunde schnell. And the amazing thing about this storm is it does not last only a few hours like a tornado or a hurricane does. Das Bedeutsame an einem solchen Sturm ist, dass er eben nicht nur für ein paar Stunden hält, It lasts for days. sondern eben für Tage dieser Sturm anhält. For at least 15 days, the wind velocity is at least 100 kilometers per hour. Für mindestens 15 Tage ist die Windgeschwindigkeit 100 Stundenkilometer. And the rain is terrible. Und der Regen ist furchtbar. And then after that initial, the initial 15 days, it continues to rain for another 45 days. Und nach diesen anfänglichen 15 Tagen regnet es nochmal für weitere 45 Tage. So before the storm actually subsides, it has caused devastation for more than 60 days. Also bevor dann dieser Sturm zu Ende kommt, hat er für Verwüstung gesorgt für über 60 Tage. There's no storm like it in the entire world. Es gibt sonst keinen vergleichbaren Sturm auf der ganzen Welt. And its characteristics is different than anything in the entire world. Und seine Eigenschaften sind einzigartig auf der ganzen Welt. And just so happened, Und es ist eben genauso da passiert. when Paul was going to Rome in the fulfillment of God's directive, Und es ist eben genau da passiert, als Paulus nach Rom gegangen ist, um diese Verheißung Gottes zu erfüllen. the worst of all earthly storms hits his ship. Genau zu dem Zeitpunkt tritt der schlimmste Sturm auf der ganzen Welt und trifft auf sein Schiff. Just happens to be at the same time. Und das ist genau zu dem Zeitpunkt eben passiert. Ja.
And so the greatest catastrophe that can hit the earth just happened to hit at the same time Paul's ship was in line with the storm. Die größte Katastrophe, die also überhaupt auf der Erde hätte passieren können, das passierte just in dem Moment, als dieses Schiff und Paulus da unterwegs waren. It had not happened for more than 500 years. 500 Jahre hinweg hatte es diese Katastrophe nicht gegeben. It wouldn't happen again for another 500 Und auch years. weitere 500 Jahre sollte das nicht der Fall sein. But just now, Aber just in dem Moment, at the time that God was fulfilling his promise to Paul, just zu dem Zeitpunkt, wo Gott seine Zusage dem Paulus erfüllen wollte, it hit. da traf es zu. Again, this was not what Paul was expecting. Und wiederum war das etwas, was Paulus nicht erwartet hatte. Paul had 276 people with him. Paulus war von 276 Menschen begleitet. Other prisoners, Das waren andere Gefangene wie er. Roman soldiers, Da waren römische Soldaten auf dem Schiff, officials, officers, auch andere Beamte, offizielle Leute. and all of them were fearful of what was going to happen. Und die hatten natürlich alle wahnsinnige Angst in dieser Katastrophe. They tried to lighten the ship to make it more seaworthy. Sie haben dann versucht, Last über Bord zu werfen, um dem Schiff etwas mehr Stand zu verleihen. Nothing helped. Aber nichts hat geholfen. The ship was tossed to and fro. Das Schiff wurde von einer Seite auf die andere hin und her geworfen. Finally, Paul told them, "We are going to crash." Und Paulus musste dann den Leuten sagen, wir werden hier Schiffbruch erleiden. Danke. And there will be a loss of the ship and the cargo. Wir werden das Schiff verlieren und wir werden die Lasten, die wir mitführen, auch alle verlieren. But if you will stay with the ship, Aber wenn ihr euch auf dem Schiff haltet und, not jump overboard, und nicht von Bord springt, then you will be saved. dann werdet ihr gerettet. This is not logical. Klingt wenig logisch. There is no lifeboats that will be available. Es gab keine Rettungsboote auf der Seite des Schiffes. At least if we jump in the sea, we can swim. Wenn wir doch wenigstens über Bord springen könnten, dann könnten wir doch noch an Land schwimmen. But Paul says, no, the angel of the Lord told me what to do. Aber Paulus sagte, nein, der Engel des Herrn hat mir genau gesagt, was wir zu tun haben. And if you will listen to me, Bitte hört mir zu. then we will all be saved. Und dann werden wir alle gerettet. So they did. Und so war es dann auch. The officer in charge made the ruling, nobody jumps. Der Verantwortliche gab dann die Regel aus, es wird niemand von Bord springen. We will go down with the ship. Wir werden alle mit dem Schiff untergehen. In the middle of the storm, there was the shipwreck, In der Mitte des Sturmes kam es dann zum Schiffbruch. and they swam ashore into the island of Malta. Und man schwamm dann an Land und stellte sich raus, es war die Insel Malta. Now, the island of Malta is not much. Die Insel Malta ist relativ klein. It has maybe this much soil that covers the island. Die erhebt sich nur etwa 20, 30 Zentimeter über den Meeresspiegel. There's not really a tourist designation, Zumindest zu damaliger Zeit nicht unbedingt eine Tourismusattraktion. but it did have some people that lived there that were, as Paul says, barbarians. Aber es gab dort einige Inselbewohner, wie Paulus sie bezeichnete, Barbaren. But they had a certain friendship to Paul, especially. Und die entwickelten eine Art Freundschaft dem Paulus gegenüber. And while Paul was fulfilling his daily obligation, which was gathering sticks to build a fire, Und während Paulus seinen täglichen Pflichten nachkam, und dazu gehörte zum Beispiel Reisig zu sammeln, um ein Feuer damit zu machen, and as he was placing them into the fire, und er die Zweige dann eben in das Feuer hineinlegte, a viper came out of the sticks and grabbed his schoss dann eine solche Viper hervor aus dem Reisig und biss ihn in die Hand. Now, the characteristics of the poison goes like this. Das Besondere an diesem Viperngift ist folgendes.
Once the snake finds the vein, he injects his poison. Wenn die Viper erst einmal die richtige Vene, also eine Vene gefunden hat, setzt sie das Gift frei. About 5 minutes later, the body begins to sweat terribly and it's like it's on fire from the inside. Und das dauert dann etwa 5 Minuten, bis der Körper anfängt, von innen heraus wie ein Feuer zu brennen. And the blood becomes very thick. Das menschliche Blut verdickt sich, It becomes like jelly. wird wie eine Art Gel im Körper. And the heart has to work extra hard to push Und das the hat zur blood. Folge, dass das Herz natürlich besonders stark pumpen muss. And then finally, the body begins to swell. Und zuletzt fängt dann der Körper an anzuschwellen. And after about 20 minutes, the body is swollen so much that the skin breaks open. Nach etwa 20 Minuten ist es dann so, dass der Körper derart angeschwollen ist, dass die Haut aufplatzt. And the body fluids begin to flow out of the broken skin. Und die Körperflüssigkeiten brechen dann aus der aufgebrochenen Haut hervor. And within a half hour, the person is dead. Innerhalb einer halben Stunde ist die betroffene Person dann tot. The bite of a viper, then as well as right now, is 100% fatal. Das Gift oder der Biss einer solchen Viper war damals und es ist auch heute noch zu 100% tödlich. There is no cure. Kann man nicht heilen. There is no antibiotic that neutralizes the bite of Es the gibt viper. keine Medizin, nichts, was das neutralisieren könnte. I have seen these vipers bring down huge camels. Ich habe mit angesehen, wie durch diese Vipern riesige Kamele auf den Boden gezwungen wurden. And so when there is a bite, the people prepare for the person to die immediately. Das heißt, wenn jemand von einer Viper gebissen wurde, dann bereitet sich das Umfeld, die Umstehenden sofort darauf vor, diese Person wird in Kürze sterben. It is irreversible, 100% fatal. Lässt sich nicht umdrehen, ist 100% tödlich. And so the people of the island, they knew this. Und diese Inselbewohner auf Malta wussten darum. They waited for Paul to die. Und sie warteten jetzt, dass Paulus jeden Moment tot umfallen würde. He must be a very bad criminal. Er muss ja wohl ein ganz übler Krimineller sein. That even though he survived this shipwreck, Denn er hat wohl diesen Schiffbruch gerade noch überlebt. he is so bad that now the viper must do the final job. Aber er muss so ein übler Kerl sein, dass jetzt die Viper kommen muss, um ihm den letzten Schlag zu versetzen. But then Paul had no effect. Aber keinerlei Wirkung auf Paulus. He wasn't sweating. Er schwitzte nicht. He wasn't burning up from the inside out. Es gab kein inneres Brennen in seinem Körper. He wasn't in agony on the ground. Er befand sich nicht irgendwie quälend von all diesen Qualen bedrängt auf dem Boden und litt. This man is not a criminal. Dieser Mann kann kein Gauner, kann kein Krimineller sein. He must be a god. Er muss ein Gott sein. And Paul used that as an opportunity to evangelize the island. Und das war genau der Moment, den Paulus dann nutzte, um das Evangelium über Gott auf der Insel zu predigen. Even on his own, even as he was a bondservant, he was a prisoner, he still had the opportunity to lead people to Christ. Obgleich er ein geknechteter Sklave war, in Fesseln zuvor, ein Sklave, hatte er dennoch auf der Insel die Möglichkeit, den Menschen von Gottes Liebe, Gottes Reich zu erzählen. Paul finally arrived in Rome. Letzten Endes trifft Paulus dann in Rom ein. So now the prophecy had been fulfilled. Jetzt hat sich die Verheißung tatsächlich erfüllt. God's promise had taken place. Gottes Zusage, Verheißung war wahr geworden. But again, it was not as Paul had imagined. Aber wiederum nicht so, wie Paulus sich das im Vorfeld vorgestellt hatte. Just because the promise has been given Nur weil da eine Verheißung gegeben worden war, does not mean that it will be fulfilled the way that we imagine. heißt das längst nicht, dass diese Verheißung so umgesetzt und so sich erfüllen wird, wie wir uns das in unserer Vorstellung ausmachen. Maybe God has promised you something.
Vielleicht hat Gott dir irgendetwas zugesagt. He's promised you a new job. Hat dir vielleicht eine neue Stelle zugesagt. He's promised you the salvation of your son, Er hat dir zugesagt, dass dein Sohn gerettet sein wird. the restoration of your marriage, Oder die Wiederbelebung deiner kaputten Ehe. financial stability. Oder dass du einmal finanziell stabil dastehen wirst. And you've waited for the promise to be fulfilled. Und du hast die ganze Zeit gewartet, dass diese Zusage sich endlich erfüllen wird. And then you get a phone call from your son late at night. Und dann plötzlich so ein Anruf von deinem Sohn mitten in der Nacht. Mother, Father, I have good news. Mutter, Vater, ich habe gute Neuigkeiten. I have accepted Jesus as my Ich habe Savior. Jesus Christus als meinen Herrn und Retter angenommen. And your 20-year prayer, you see, is now being fulfilled. Und dann erlebst du, wie dein Gebet über 20 Jahre hinweg sich erfüllt hat. And you are so happy. Und es erfüllt dich mit Glück. And you're so excited Du bist begeistert, that God has finally brought to pass the promise that he gave you so many years before. dass Gott nun endlich diese Verheißung wahrgemacht hat, die er dir schon vor so vielen Jahren gegeben hat. And then he goes on. Und so geht es weiter. And I feel a call into the ministry. Vielleicht ist da dieser Ruf in den Dienst Gottes. Oh, fantastic. Ist das nicht fantastisch? And you have visions of your son pastoring a church in the same city. Ah ja, und du hast dann Bilder von deinem Sohn, wie er als Prediger in deiner Stadt, wo du wohnst, als Prediger groß herauskommt. Becoming a youth pastor in Stuttgart. Oder vielleicht ein Jugendpastor in Stuttgart wird. Or an evangelist who is headquartered in Munich. Oder dass er ein großer Evangelist wird mit seinem Hauptsitz in München. And then he continues. Und so hast du deine Vorstellungen. I feel that God has called me into missions. Oder du hast den Eindruck, ja, ich habe den Eindruck, Gott ruft mich in die Mission. And now I am going to Argentina. Und jetzt gehe ich nach Argentinien. Argentina? What about Germany? Warum Argentinien? Warum nicht Deutschland? And so God has answered your prayer, Gott hat dein Gebet durchaus beantwortet. but not the way that you envisioned. Aber nicht so, wie du es dir ausgemalt hattest. Why can't you stay here in this country? Warum kannst du nicht in diesem Land bleiben? Well, God has called me over there. Ja, aber Gott hat mich ins Ausland gerufen. Or perhaps that financial stability. Wie steht's da mit dieser finanziellen Sicherheit? You come home from work, you talk to your wife. Du kommst von Arbeit nach Hause, sprichst mit deiner Ehefrau. I got an advance today at work. Ich habe heute eine Gehaltserhöhung bekommen. Unsere Gebete haben funktioniert. I am now, as of today, Vice President of Marketing of our company. Ab heute bin ich der stellvertretende Leiter der Marketingabteilung. It comes with a raise. Und daher die Gehaltserhöhung. I have 50,000 euros more than I did yesterday. Und das heißt im Jahr 50.000 Euro mehr als noch gestern. And I will continue at that level. Und das wird auch so weitergehen auf dieser Ebene. But I have one little issue. Da gibt es nur ein kleines Problem für mich dabei. We have to move to Prague. Damit sich die Sache erfüllt, müssen wir nach Tschechien, nach Prag umziehen. So God has answered the prayer, Also hat Gott doch dein Gebet erhört. but not the way we envisioned. Aber nicht so, wie wir uns das ausgemalt hatten. Just because God answers our prayer Nur weil Gott unsere Gebete erhört, does not necessarily mean what we want lines up with his plan. bedeutet das nicht unbedingt, dass das, was wir wollen, in Übereinstimmung mit seinen Plänen ist. Because we have to be open to what God wants. Denn wir müssen dem gegenüber offen sein, was Gott will. We learned this very vividly a few years ago. Meine Frau und ich haben das auf sehr lebendige Art und Weise vor einigen Jahren lernen dürfen. You remember when the Arab Spring went through the Middle East? Wenn man sich hier noch erinnert, vor einigen Jahren gab es den arabischen Frühling im Mittleren Osten. Well, it wasn't an Arab Spring, it was an Arab disaster. Es war kein arabischer Frühling, es war eine arabische Katastrophe. We were in Egypt at the time, Zum Zeitpunkt waren meine Frau und ich in Ägypten. and it was a
It was a catastrophic revolution. Es kam da zu einer katastrophalen Revolution im Land. Muslim Brotherhood came into power. Und das waren die muslimischen Brüder, die zum Zeitpunkt an die Regierung kamen. And it was a terrible, terrible time for the Egyptians. Für die Ägypter selbst war es eine ganz schlimme Zeit. The free election Die sogenannten freien Wahlen damals, was only allowed by less than 1 million people. daran durften nur weniger als 1 Million Ägypter teilnehmen. All of the other 34 million were disqualified. Alle anderen 34 Millionen Ägypter waren nicht qualifiziert, zur Wahl zu gehen. And that less than 1 million elected the Muslim Brotherhood. Und es waren diese weniger als 1 Million Ägypter, diese Ausgewählten, die dann diese Muslimbrüder an die Regierung gewählt haben. Moshe became the new president. Und dann Mutschli wurde dieser neue Präsident. And he was given some advice from his advisors. Dieser neue Präsident bekam dann Ratschläge von seinen neuen Beratern. He says, we have to neutralize these Christians once and for all. Und dann ging da der Slogan aus, zunächst einmal müssen wir diese Christen im Land neutralisieren. Ein für alle Mal. If they are allowed to continue, they will be a threat to us. Wenn wir sie weiter wirken lassen, werden sie für uns zu einer Bedrohung. The young advisors says, do something drastic. Die jüngeren Ratgeber sagten dem Regierungspräsidenten, mach etwas Drastisches. If you accept Christ in the city, then you are placed in the garbage dumps of the city. Wenn man als Moslem Christus annimmt als seinen Herrn und wohnt in der Mitte der Stadt, in Kairo, dann wird man transferiert in die Müllstadt, die sogenannte Müllstadt. You are tattooed with a cross, and there you spend the rest of your life in the garbage. Du kriegst dann ein Tattoo mit dem Kreuz auf deine Hand, deinen Arm und wirst dann transferiert in die Müllstadt, wo du dann den Rest deines Lebens verbringen darfst. But if you accept Christ out of the city, then you are placed in a separate compound. It's like a village in the desert. Wenn du aber Jesus Christus zu deinem Herrn machst, nicht in der Mitte der Stadt, sondern außerhalb Kairos, dann wirst du in ein besonderes Gebiet gebracht, wo es deutlich übler zugeht. And there were many of these different fixed compounds in the desert. Und von diesen Dörfern, die es da in der Wüste gab, für diese Ausgesetzten, gab es einige dieser Dörfer. The young advisors told President Moshe, we need to eliminate first these village compounds. Und diese jungen Berater des Präsidenten empfahlen ihm, wir müssen zunächst einmal diese kleinen Dörfer in der Sahara-Wüste eliminieren. And then we will liquidate the garbage cities. Und dann werden wir uns von diesen Müllstätten rund um Kairo herum befreien. The older advisors Die älteren Ratgeber hatten einen anderen Rat. says, you can't do that. Das kannst du nicht machen, sagten sie ihm. You will become an enemy of the world if you do this. Damit machst du dich zum Feind der gesamten Welt, wenn du das umsetzt. And we will never, ever be respected in the world as legitimate government. Und unsere Regierung wird in der Folge niemals weltweit als eine respektable Regierung anerkannt sein. So they argued for a while before they reached a Und so ging es compromise. also mit den Meinungen im Regierungsrat hin und her, bis man dann mit einer Lösung kam. So they did reach the compromise. Man kam zu einem Kompromiss. Said, we will pick out one village, Christian village compound in the desert. Man sagte sich, wir werden mit einem Dorf in der Sahara beginnen, mit einem dieser christlichen Dörfer. We will eliminate that village Und das Dorf werden wir platt machen. and we will exterminate the people.
und alle, die dort wohnen, umbringen. And that will be an example to all others. Und das soll dann als Beispiel dienen für alle anderen christlichen Dörfer rund um Kairo herum. Now, if we did that, America will be angry for a couple of weeks. Wenn wir das so machen, dann haben wir die Amerikaner als ein bisschen wütende Leute gegen uns, aber was soll's. Europe will be angry for a couple of weeks. Auch Europa wird sich ein paar Wochen lang aufregen, die Presse, aber was soll's. But then after that time, they'll forget about it and we go back to Und dann normal. werden sie das Ganze vergessen haben und wir gehen einfach zurück auf So normal. this is what they decided to do. Das war also der Beschluss. So the village was notified. The village was nullified. Notified. Notified. Das erste Dorf, das man ausgewählt hatte, wurde also darüber in Kenntnis gesetzt. And they locked all of the gates. Alle Türen, alle Portale rund um das Dorf wurden geschlossen. It said on a certain date you will be exterminated. Und es hieß dann, an einem bestimmten Tag werdet ihr alle exterminiert werden. As an example to all other Christians. Und das Ganze als Beispiel für die Christenheit in Ägypten. At the time I was in Dubai. Zu dem Zeitpunkt befand ich mich in Dubai. I was conducting a conference there. Ich habe damals dort in den Emiraten eine Konferenz geleitet. So the people of the village contacted me in Dubai. Das heißt, diese Christen in dem Dorf, in diesem bedrohten Dorf, haben mich kontaktiert. And they told me what was happening. Und sie riefen mich an und erzählten mir, der ich in Dubai war, was da gerade abging im Dorf. I didn't know what I could do about it. Ich, weit entfernt, hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. But I told them that I would come and we could see what we could do. Ich habe ihm gesagt, ich werde zu euch kommen und dann schauen wir, was noch möglich ist. So on the way to Cairo from Dubai, I called my wife Auf dem Weg Dubai-Kairo habe ich dann meine Frau angerufen, and told her what was happening. habe ihr erzählt, was da los war. And she says, "You're going to have to talk to these people." Und meine Frau sagte nur, du musst mit den Leuten I reden. said, "Yeah, I realize that." Ich sage, ja, ist mir schon klar. And so we are going to have to pray that God makes you invisible to them. Wir werden also beten müssen, dass Gott dich dort vor Ort unsichtbar macht. That sounded like a good idea to me. Das wirkte auf mich wie eine gute Idee. So when I landed in Cairo, Als ich also dann mit dem Flugzeug in Kairo ankam, I made arrangements to speak to the leadership of the terrorist groups. habe ich dann also Vorbereitungen getroffen, um mit den Leitern dieser terroristischen Gruppen reden zu können. So the meeting was in downtown Cairo. Das Treffen mit diesen Leitern fand dann im Stadtzentrum Kairo statt. And I was meeting with the leaders of Muslim Brotherhood, Ich traf mich dort mit den Anführern der muslimischen Brüder of Hamas, und den Führern von der Hamas-Bewegung of Al-Qaeda, und auch den Führern von Al-Qaida of ISIS, und von ISIS. and some more of the other terrorist groups. Und da waren auch noch andere Leiter anderer terroristischen Gruppierungen vertreten. I didn't know what to expect, Ich hatte keine Ahnung, was ich von dem Treffen zu erwarten but hatte. I did feel like God wanted this meeting to take Aber ich place. hatte den Eindruck, dass Gott wollte, dass ein solches Treffen stattfinden sollte. So when I walked into the meeting, Als ich also dann zu diesem Treffen dazu stieß, I introduced myself, habe ich mich vorgestellt. and the guy from Al-Qaeda was the spokesperson. Und da war dann jemand von Al-Qaida, der sich als Sprecher ausgab. He says, "We know who you are. Er sagte zu mir, wir wissen, wer du bist. Now, what do you want? Was willst du von uns? You called this meeting, so you must want something." Du hast dieses Meeting von all diesen terroristischen Gruppierungen zusammengerufen. Du musst was vorhaben. I said, "Yes, I do, Ja, ich habe einen Plan. and I need your permission." Ich sage, und dazu brauche ich eure Erlaubnis. You need my permission for what? Er sagt zu mir, du brauchst unsere Erlaubnis für was? And then before I had a chance to answer, he put his hand out. Noch bevor ich mir überhaupt eine Antwort geben konnte, hielt er diese Hand hin. He says, "You see this? Er sagt zu mir, kannst du das erkennen? You are standing
here in the palm of my hand. Du stehst hier ganz genau in der Mitte meiner Hand. And all of us here are in agreement. Und wir alle hier in diesem Raum sind übereinstimmig der Meinung, If we wanted to, we could crush you just like this. wenn wir wollten, könnten wir dich so zerdrücken in einer Sekunde. And you would be not even a thought in the minds of these people. Und du wärst nicht mal mehr ein Gedanke in den Köpfen all dieser Leute hier. Do you understand me? Begreifst du, was ich sage? This should cause you very much fear. Das kann einem richtig in Angst versetzen. And I says, yes, I do understand. Und ich sage zu ihm, ja, ich verstehe sehr wohl, was du sagst. But you do have one thing wrong. Aber eines hast du falsch verstanden. I am standing in a hand, that's true. Ich stehe sehr wohl hier in einer Hand, But the hand I'm standing in is the hand of God. aber ich stehe in der Hand Gottes. And only He can crush me, not Und you. nur er kann mich zerdrücken, du And nicht. that should cause you great fear. Und das wiederum sollte dich in Angst und Schrecken versetzen. And he says, what do you want? Er sagt, ach, Mist, was willst du eigentlich? I said, I want you to leave me alone. Ich sage, ich möchte, dass du mich in Ruhe lässt. And see, for years, they had followed us and listened on the telephone and they camped out in front of my home for years and years. Denn über Jahre schon hatten sie mich, meine Frau und mich, verfolgt. Sie hatten unsere Telefone abgehört. Sie hatten vor unserem Haus Camps und Zelt aufgebaut und sich dort niedergelassen. We could do nothing, go in any place without them being there. Wir konnten nirgendwo hingehen, ohne dass wir in irgendeiner Form von ihnen verfolgt wurden. I said, I want you to give me 2 days and 2 nights and you leave me alone. Ich sage zu ihnen, bitte, ich will von euch nichts weiter, als dass ihr mich 2 Tage, 2 Nächte allein lasst, in Ruhe lasst. Don't follow me. Bitte kein Nachfolgen, Don't listen to my telephone. kein Abhören meiner Telefonate. And just leave me at peace. Lasst mich einfach für die Zeit in Ruhe. And why should we do this? Warum sollten wir das tun? Is that because I need to speak to friends Ich sage, weil ich muss mich mit meinen Freunden besprechen, without you listening? ohne dass ihr dabei zuhört. Well, if they are your friends, they must be Christian. Ja, wenn das deine Freunde sind, dann werden es ja wohl Christen sein. I said, I'm not going to tell you that. Ich sage, das werde ich euch jetzt nicht sagen. I just want your guarantee. Ich möchte einfach nur eure Garantie, in Ruhe gelassen zu werden. He says, you recognize I have this authority. Sagt er, dir ist schon klar, dass ich mit sehr großen Befugnissen ausgestattet bin. I said, I do recognize that. Ich sage, ja, das ist mir klar. I recognize that by your word, people live, and by your word, people die. Mir ist klar, du brauchst nur ein Wort zu sagen und eine ganze Reihe Menschen sterben oder leben. And I do recognize that you have that authority. Und mir ist klar, dass du über diese Autorität verfügst. If I do this for you, will this be the only thing you want? Wenn ich also das jetzt für dich, Pastor, tue, ist das dann das Einzige, was du von uns willst? I said, yes. Ich sage, ja, I want nothing more from you. nichts weiter. I want no money, Ich will kein Geld von euch, no ich guarantees, will auch keine Garantien, nothing. nichts. I just want you to leave me alone for 2 days and 2 nights. Bitte nur darum, in Ruhe gelassen zu werden für 2 Tage, 2 Nächte. If I do this for you, this will be the last gift you get from me. Wenn ich das jetzt für dich tue, Pastor, dann ist es das letzte Mal, dass ich dir ein solches Geschenk mache. I said, if I wanted more, I would ask more, but this is all I want. Ich sage, wenn ich mehr wollte, würde ich darum bitten. Aber im Moment ist das alles, worum ich bitte. And you recognize my authority. Und dir ist klar, über welche Autorität ich verfüge? Yes, I do. Ich sage, ja, das weiß ich sehr wohl. Okay, you have your 2 days and 2 nights. Okay, du kriegst deine 2 Tage, 2 Nächte. And to their credit, they did agree. Und ich muss all diesen Terroristenorganisationen zugutehalten, And they dass left sie me, einstimmig waren. they left me alone. Und sie haben mich dann allein gelassen, in Ruhe. So I got a chance to go out to the village, Ich bekam also die Möglichkeit, in dieses bedrohte Dorf zu gehen. and I told them that in 2 nights at midnight, I want you to be right here. Ich habe den Dorfbewohnern gesagt, in
2 Tagen nachts möchte ich, dass ihr hier vor Ort alle steht and be ready to leave und dass ihr alle bereit seid, and to leave loszuziehen. and to leave quickly. Und zwar schnell. Then I made arrangements with believers in Chad, and I told him we were going to be bringing refugees down. Und dann habe ich Vorbereitungen im Staat Tschad getroffen und den Freunden im Tschad gesagt, bitte bereitet euch vor, es kommen Flüchtlinge aus Kairo. So I hired 100 camels, Ich habe dann 100 Kamele gemietet, because there were 100 of these people, denn da waren ja 100 Leute in diesem Dorf. and then I was going to lead them to Chad. Und der Plan war, diese Menschen, diese Dorfbewohner auf den Kamelen in den Tschad zu bringen. And my wife and others in the world were interceding and praying that I would become visible or invisible. Meine Frau und viele unserer Freunde in der Welt beteten darum, dass ich und diese Dorfbewohner unsichtbar werden zu diesem Zeitpunkt der Flucht. So I was very confident that I would be invisible to these terrorists. Ich war mir also sehr sicher, dass diese Terroristen mich zu dem Zeitpunkt nicht sehen würden. So I hired the camels and I went out to the village. Ich habe also diese Kamele angemietet und bin raus zu dem bedrohten Dorf. And I told the guards that were there that the leader of the Al-Qaeda people, I gave him his name, they want to see you. Ich bin dann auf einen der Wächter zugegangen rund um das Dorf und habe ihm gesagt, einer der Al-Qaida-Führer will dich sprechen. So while they were gone, then the people gathered and they all got on the camels. Die Wächter machten sich auf den Weg zu dieser Besprechung, Al-Qaida, und die Dorfbewohner konnten auf die Kamele klettern. But there were 127, so some of them had to ride double. So, es gab aber 127 Dorfbewohner, sodass auf manchen Kamelen mehr als eine Person war. And I have been in Egypt for 33 years. Inzwischen lebe ich in Ägypten seit mehr als 33 Jahren. And I have never saw fog in the Sahara Desert. In der Sahara ist mir zu meinen Lebzeiten oder zu dem, was man kennt, noch nie vorgekommen, dass es in der Sahara einen Nebel gab. But that night, Aber in der Nacht it was so foggy that I could not even see the head of my camel. war es so neblig, dass ich selbst sitzend auf dem Kamel den Kopf eines eigenen Kamels nicht erkennen konnte. And it was impossible to see anything. Es war unmöglich, überhaupt irgendetwas zu sehen. So I had to lead the group with a compass. Also musste ich die Gruppe, die Dorfbewohner, mit einem Kompass ausstatten. There were checkpoints throughout the desert, and the first one we came to was a Muslim Brotherhood checkpoint. In der Sahara gab es alle möglichen Wachtürme, also Überprüfungsposten. Und der erste, zu dem wir da kamen und wo dann auch geprüft wurde, der gehörte zu diesen muslimischen Brüdern. And the guard that was there, he says, "I hear camels. What do you do with these camels?" Der Wächter sagte, ich höre da Kamele im Hintergrund. Was machst du mit all diesen Kamelen? Sagt er zu mir. I said, they're for friends of mine. Ich sagte, die gehören Freunden von mir. But give me your purchase receipt. Jetzt gib mir mal hier deinen Kaufbeleg von den Kamelen. I said, I didn't purchase these. I hired them. Ich sage, ich habe die nicht gekauft, die Kamele. Ich habe sie nur angemietet. And when I'm finished with them, I'll bring them back the same way. Und wenn die ihren Auftrag erledigt haben, bringe ich sie wieder zurück. You have contraband. Ihr seid Schmuggler. I said, no contraband. Nein, es ist keine Schmuggelei. I must investigate. I must inspect this. Sagt der Wächter, der Sache muss ich auf den Grund gehen. So he sent his soldiers down. Schickte also dann seine Soldaten los. And then I started praying. Und ich fing an zu beten. I said, Lord, you said we asked that I be invisible. Ich sage, Herr, wir haben darum gebeten, dass ich unsichtbar sein I'm will. not invisible. Ich bin natürlich nicht He unsichtbar. saw me. He spoke to me. Er hat mich gesehen, er hat mich erkannt, er hat mit mir gesprochen. And now he's going to see all the people on the Und jetzt camels. wird er all diese Dorfbewohner, die da auf den Kamelen sitzen, sehen. And I'll end up in prison for life. Und ich gehe für den Rest meines Lebens ins Gefängnis. Why didn't you just answer my prayer? Warum hast du mein Gebet nicht erhört? The prayers of people all over the world. Die Why is Gebete that so hard for you? von Menschen rund um die Welt. Warum sollte dir das so schwer fallen?
And so when the soldiers came back, they talked to him, and then he says, "Is this all you have?" Als die Soldaten dann zurückkamen, kamen sie zurück zum Wächter, sprachen mit ihm und der Wächter zu mir, ja, ist das alles, was du dabei hast? I said, "What you see is what I have." Ich sage, was du siehst, ist das, was ich dabei habe. He said, "Well, go. Ja, dann los mit dir. All you have is camels." Du hast doch wirklich nur Kamele jetzt dabei. So God did not make me visible, Gott hat mich also nicht unsichtbar but He gemacht, made all the people visible. aber die Menschen auf den Kamelen, die Dorfbewohner. So they did not see the people on top of the camel. Diese Soldaten haben die Dorfbewohner auf den Kamelen nicht erkennen können. I don't know why. Ich weiß nicht warum. It may have been because of the fog, Vielleicht wegen des Nebels or God just closed their eyes. oder Gott hat einfach ihre Augen verschlossen. It didn't matter to me. Mir war das egal. But God did deliver in a miraculous way. Aber Gott hat uns befreit auf ganz wundersame And Art und that Weise. very well could have been my viper experience. Diese Erfahrung hätte für mich zu einer Schlangengifterfahrung Because führen können. When all seemed to be going right is when the viper strikes. Denn immer wenn man den Eindruck hat, jetzt ist doch alles schön im grünen Bereich, das ist der Moment, wo die Viper zuschlägt. And when he does, it's up to God to provide the miracle. Und wenn die Schlange das dann tut, dann liegt es bei Gott, ein Wunder zu vollbringen. The miracle had taken place when I got the 2 days and 2 nights from the terrorist leadership. Das Wunder fand statt innerhalb dieser 2 Tage, 2 Nächte, die mir von den terroristischen Gruppierungen zugesagt wurden. But then when I wasn't invisible, it was like the viper had bitten. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich ja durchaus erkennbar war, das war wie ein Moment, in dem die Viper zugeschlagen hat, zugebissen hat. As I waited for the end to come, Und wie ich so darauf wartete, dass jetzt endlich das Ende einsetzt. for the worst of all things to happen, Das Übelste aller Dinge. God provided the Das miracle. war der Moment, in dem Gott ein Wunder tat. What about your life? Wie sieht das in Ihrem Leben aus? Are you in the midst of the fulfillment of God's dream and God's promise? Befindest du dich gerade in einer Situation, wo Gott dir deine Träume erfüllt? And as you're waiting for Him to respond to you, Und wenn du nicht auf ihn wartest, bis er deine Gebete erhört, all of a sudden your life is hit with the greatest storm that possibly could imagine in your life and marriage. da könnte in deinem Leben, in deiner Ehe der übelste Sturm eintreffen, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Something that is worse than anything you've ever Etwas, experienced das before. übler ist als alles andere, was du je gekannt hast. But somehow you make it through. Aber irgendwie schaffst du es dann doch dadurch. Your God is faithful to you. Denn dein Gott ist ja treu. He delivers you from it. Er setzt dich frei. Er macht dich frei. And then as you pick up the pieces from the great storm Und wenn du dann so die einzelnen Stückchen nach dem großen Sturm wieder aufsammelst and you feel things are finally going your way, und du den Eindruck hast, jetzt endlich kommt alles wieder zusammen und geht seinen gewohnten Gang, then your enemy bites you with a devastating attack that is meant to put you under. dann greift der Feind dich an oder beißt zu, um dich absolut zu Boden zu zwingen. That's your viper. Und das ist dann deine Schlange, It's deine meant Giftschlange. for you not to recover from that. Und der Grundgedanke dabei ist natürlich, dass du dich davon nie wieder erholst. And your enemy is there to make sure that you will not recover from Und that. dein Feind wird dafür Sorge tragen, dass du dich nicht mehr erholst von diesem Schlangenbiss. Now we have a choice. Jetzt hast du die Wahl. Do we give in to the bite Du kannst auf diesen Biss eingehen und nachlassen and say, yes, it's too late, I give up? und sagen, zu spät, ich pack's ein, ich gebe auf. Or do we get the power of the Holy Spirit working within us Oder sorgen wir dafür, verlassen wir uns auf das Wirken des Heiligen Geistes in uns and shake that viper into the fire of the Holy Spirit? und wie Paulus schütteln wir dann diese Viper
weg von uns in der Kraft des Heiligen I Geistes. will not accept this in my life. Und wir sagen dann, ich akzeptiere das nicht, ich nehme das für mein Leben nicht an. And my enemy, Satan, I realize that this is your last chance with me, but you're not going to succeed. Und Feind Satan, mir ist klar, dass das deine letzte Chance in meinem Leben ist, aber du wirst hier nicht gewinnen. And you shake it off. Und du schüttelst ihn ab. I don't need this. Ich brauche das nicht. And I'm going to keep God's promise and his assurance in my heart. Ich halte mich an Gottes Verheißen und seine Zusicherung, die ich in meinem Herzen trage, Regardless of circumstances. egal wie die Umstände um mich herum aussehen. And God will respond. That was meant to consume you Und Gott wird antworten. Und das, was dich hat niederbringen, zerschmettern will be consumed itself. wollen, das wird dann selber zu Ende kommen. So hold on to that promise, Haltet also fest an der Verheißung, die Gott euch gegeben hat. but also expect great storms. Geht aber auch davon aus, dass es sehr große Stürme geben wird. But you will be successful. Aber ihr werdet daraus siegreich hervorgehen.